Hallo und willkommen zu einer neuen Nähanleitung. In diesem Video nähen wir dieses Twisted Crop Top. Das ist asymmetrisch geschnitten und hat unten einen Gummibund. Damit ist es super zu tragen, sehr gemütlich und echt perfekt für den Sommer. Lass uns direkt einsteigen mit dem Material. Das brauchst du für das Oberteil. Du brauchst wie immer einen passenden Stoff, der dir gefällt. Ich gehe auch gleich nochmal genau auf die Stoffempfehlung ein. Dann brauchst du ein Gummiband. Hier immer ganz wichtig, ich empfehle so ganz weiche Gummibänder. Es gibt auch oft diese steifen Gummis wie dieses hier, aber die weichen tragen sich einfach so viel schöner. Dann ein paar Stoffklammern und Universalnähnadeln und natürlich ein passendes Garn zu deinem Stoff. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Stoffe genauer an. Ich werde jetzt in diesem Video mit einer leichten Baumwolle nähen. Das ist recht gut für das Top, aber beachte hier, dass das dann auch etwas enger sitzt. Vielleicht solltest du dann eine größere Größe auswählen. Hier siehst du nämlich im Vergleich den Leinenstoff. Das ist identische Größe, aber es sitzt halt einfach weiter, weil da immer ein leichter Stretch noch vorhanden ist. Was sich auch super eignet, ist so ein Viskosestoff. Hier, das ist so eine ganz leichte Viskose. Aber auch hier achte auf die Größenwahl, denn die Viskose ist so leicht, dass es dann doch mal lockerer sitzen kann. Und dann habe ich noch einen Hinweis für dich, um die richtige Größe zu wählen. Du siehst hier die technische Zeichnung und die Gradierung des Schnittmusters. Die Gradierung geht hauptsächlich zur Seite, das bedeutet, wir orientieren uns hier hauptsächlich am Brustumfang. Warum ist das wichtig? In meinem Beispiel, ich trage eigentlich eine 36, habe aber recht kleine Oberweite. Ich trage in dem Top deshalb eine 34. Andersrum, wenn du eine 36 trägst, aber große Oberweite hast, kann es eine Überlegung sein, eine 38 zu wählen. Und dann lass uns mit der Anleitung beginnen. Du hast insgesamt 4 Vorderteile, ich nehme hier eins davon und lege die Falten zurecht. Du siehst 6 Knipse, davon sind jeweils 3 Knipse eine Falte, das heißt wir haben 2 Falten, die wir hier legen müssen. Ich lege die Falten um den mittleren Knips herum und dann zu einer Seite. Wichtig ist, dass alle Falten, also auf dem Vorderteil und auf dem Futterteil, in eine Richtung zeigen. Hier siehst du nochmal im Detail, wie ich die Falte um den Knips einschlage. So sollte das jetzt aussehen. Und das wiederhole ich am Futterteil und nähe das jetzt mit einer kleinen Hilfsnaht ab. Das sind 0,5 cm Nahtzugabe, nur um die Falten kurz zu befestigen für den nächsten Schritt. Und jetzt lege ich das Vorderteil und den Futterstoff, in meinem Fall ist das ein und derselbe Stoff, rechts auf rechts aufeinander und schließe die Schulternaht. Das habe ich jetzt auch schon mit der Overlock abgenäht, das kannst du aber auch einfach mit einem Zickzackstich machen. Die beiden Schnittteile klappe ich jetzt auseinander, rechte Seite liegt nach oben und nähe einmal die offenen Seiten, also das Vorderteil und die Ärmelöffnung mit 3 Fäden meiner Overlock ab. Achte darauf, dass man die Knipse immer noch durcherkennen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du die Knipse nochmal mit so einem Trickmarker, wie ich das hier gemacht habe, einfach nochmal kurz markieren, denn die brauchen wir jetzt im nächsten Schritt. Die beiden Vorderteile liegen jetzt rechts auf rechts aufeinander und das stecke ich mir mit ein paar Klammern ab. Im nächsten Schritt nehme ich mir ein bisschen Schneiderkreide und markiere mir die Nahtzugabe an den beiden Knipsen unterhalb der Schulternaht. Das mache ich, damit ich gleich unter der Nähmaschine sehen kann, wo genau ich anfangen muss. Denn wir nähen jetzt genau von diesem einen Knips oder von der Markierung einmal runter und schließen die Seiten. Damit bleibt eine kleine Öffnung oben unterhalb der Schulternaht. Jetzt kürze ich noch die Fäden und dann sieht das Ganze so aus. Und das können wir jetzt schon mal auf rechts wenden, denn im nächsten Schritt widmen wir uns dieser kleinen Öffnung, die wir oben gelassen haben. Bügel das Oberteil dafür einmal richtig gut ab, besonders bei Baumwolle ist das wichtig. Und jetzt wird der Tunnel für den Träger oben abgenäht. Dafür kannst du dir das Schnittmuster zur Hilfe nehmen. Ich nehme hier einfach mein Lineal und zeichne mir das an. Ganz wichtig ist aber, dass du nicht einfach über die Falten drüber nähst, sondern das beim Nähen einfach gerade ziehst, also das gerade abnähst oder absteppst und dann legen sich die Falten später von ganz alleine wieder zurecht.
Und all diese Schritte kannst du jetzt nochmal wiederholen für die anderen beiden Schnittteile, denn die sind ja identisch, das Vorder- und Rückteil. Und damit hast du eben das Vorder- und Rückteil fertig und kannst diese einmal aufklappen und die dann rechts auf rechts aufeinander legen. Das stecke ich mir hier wieder mit ein paar Nadeln bzw. Klammern fest. Und wichtig ist, dass hier die Seitennähte genau aufeinander treffen. Und hier schließe ich jetzt einmal die beiden Seiten. Ich nähe das meistens nur mit der Nähmaschine ab und verschließe das dann manchmal noch mit einem Zickzackstich, aber das ist hier nicht so wichtig, weil die Seiten ja eh verschwinden in der Naht. Und jetzt können wir auch schon den Träger vorbereiten. Den nehme ich mir hier einfach und lege ihn einmal der Länge nach aufeinander und nähe die Länge einmal zusammen. Das habe ich jetzt abgebügelt und dann kannst du das auch schon nach außen wenden, also auf rechts wenden. Und jetzt nehme ich mir eine Sicherheitsnadel und ziehe den Träger durch die Öffnung bzw. den Tunnelzug, den wir abgenäht haben, auf dem Vorder- und Rückteil. Jetzt ist aber erstmal Zeit für die Anprobe, deshalb stecke ich mir das hier nur mal kurz mit Klammern fest und probiere das Top einmal an. So sollte das Top jetzt aussehen. Hier muss es natürlich sehr eng sein, weil sonst kann ein Bub mal schnell rausfallen. Und schau hier auch mal, ob dir das hier zu eng ist oder zu weit. Deshalb das erstmal nur mit Klammern oder Nadeln feststecken. Und wenn dir das zu weit ist, dann kannst du das einfach hier dir feststecken, wie du es brauchst und dann im nächsten Schritt das ein bisschen kürzen. Wenn dir das zu eng ist, wenn du das gerne hier lockerer oder weiter unten haben möchtest, vor allem wenn du vielleicht größere Oberweite hast, aber eine kleinere Größe nähst, kann es sinnvoll sein, das hierzu länger zu machen. Dann müsstest du das allerdings nochmal zuschneiden und das dann direkt ein paar Zentimeter länger zuschneiden. Ich bin aber sehr zufrieden damit. Ich möchte, dass das so ein bisschen enger ist, weil ich ja eher kleinere Oberweite habe und das dann doch mal schnell runterrutscht. Deshalb möchte ich eher, dass das hier ein bisschen enger ist. Und da kommt ja jetzt auch noch das Gummiband dran. Wenn dir das Oberteil ein bisschen zu groß ist, dann zeige ich dir jetzt noch schnell, wie du das ein bisschen anpassen kannst. Das geht ganz easy. Klapp das Oberteil einfach nochmal auseinander und dann kannst du die Seiten jetzt einfach nochmal abnähen und dann 1 bis 2 cm anpassen. Das würde ich aber nur an der langen Seite machen und nicht an der Ärmelnaht. Also du kannst jetzt die lange Seite kürzen, wie du es brauchst. Und wenn du mit dem Sitz jetzt soweit zufrieden bist, dann kannst du die Träger jetzt schließen. Das mache ich ganz unkompliziert, indem ich die offene Seite einmal nach innen falte, ca. 0,5 bis 1 cm und die andere offene Seite dann da reinstecke. Achte aber darauf, dass der Träger nicht verdreht ist. Das stecke ich jetzt hier rein und nähe das Ganze einmal knappkantig ab. Das ist eine sichtbare Naht, aber das ist gar nicht so schlimm, denn die kannst du jetzt einfach in einem der beiden Tunnel verstecken. Der nächste Schritt ist optional, denn kennst du das, wenn das Futter immer so nach außen rollt? Das ist super nervig. Deshalb mache ich es immer noch mal so, dass ich das Futter bzw. den Innenstoff an die Nahtzugabe steppe. Das mache ich ganz knappkantig und das kannst du einmal rundherum machen und damit sollte sich der Futterstoff nicht mehr nach außen rollen. Das kann an manchen Stellen so ein bisschen tricky sein, aber nimm dir da einfach ausreichend Zeit. Das Gute ist, du siehst die Naht eben nur von innen und außen siehst du gar nichts. Alternativ kannst du auch beide Lagen zusammen absteppen. Das sieht auch gut aus, aber dann hast du eben eine sichtbare Naht auf dem Außenstoff. Nimm dir jetzt das Schnittteil für den Gummizug und leg die kurzen Seiten rechts auf rechts aufeinander. Die kannst du auch schließen direkt und das Schnittteil dann einmal der Länge nach falten. Das Oberteil ist auf rechts gedreht und ich lege das jetzt rechts auf rechts in den Bund. Das stecke ich mir mit ein paar Nadeln fest und du siehst hier auch ein paar Knipse, die dir markieren, wo die Schnittteile aufeinandertreffen sollten. Und das kannst du jetzt einmal ringsherum annähen. Nimm dazu einen Geradstich und lass auf jeden Fall eine Wendeöffnung, damit da nämlich gleich noch das Gummi durchgezogen werden kann. Beim Nähen achte ich darauf, dass die Naht vom Bund auch mit der Seitennaht vom Oberteil aufeinander trifft. Das sieht am Ende einfach ordentlicher aus. Und jetzt schneiden wir das Gummi zu. Da habe ich extra keine Maße angegeben, weil das einfach viel zu individuell ist. Das geht viel schneller, wenn du das einfach selber kurz ausmisst. Halt dir das Gummi einfach kurz an, plus 2 cm Nahtzugabe, also 1 cm an jedem Ende und dann kannst du dir das zurechtschneiden. Jetzt ziehe ich das Gummi durch die Öffnung, die wir eben gelassen haben. Dafür nehme ich so eine Sicherheitsnadel, das geht deutlich einfacher. Leg die Enden des Gummis dann rechts auf rechts aufeinander und schließe es mit einem Geradstich oder einem Zickzackstich. Achte darauf, dass das Gummi nicht verdreht ist.
Wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch die Öffnung noch schließen mit einem Geradstich. Und dann versäubere ich die offenen Kanten mit 3 Fäden meiner Overlock. Hier ein kleiner Hinweis, 3 Fäden nehme ich immer, wenn es nichts halten muss. Ich habe es ja schon abgenäht, sondern ich möchte nur noch die offenen Kanten versäubern. Und dafür nehme ich immer 3 Stiche. Das sieht super professionell und ordentlich aus. Der nächste Schritt ist jetzt optional, also wenn dir das Oberteil so schon gefällt, dann bist du eigentlich fertig. Dann würde ich aber noch das Gummi einmal an den Seiten festnähen, damit sich das nicht immer verdreht beim Waschen. Alternativ kannst du aber so wie ich das Gummi auch nochmal abnähen. Ich finde, das ergibt so eine ganz schöne gerüschte Optik und passt total gut zu dem Oberteil. Dazu wähle ich einen Geradstich aus und lege das Gummi unter meine Nähmaschine. Und jetzt greife ich das Gummi von hinten und ziehe es vorne und hinten lang. Denn ich möchte ja gerade nähen und nicht auf dem gerüschten Gummi. Und ziehe das also von hinten und von vorne gerade, nähe eine Strecke und dann ziehe ich wieder gerade und das einmal ringsherum. Das mache ich 3 bis 4 Mal und nähe Füßchen breit und dadurch erhältst du diese coole Optik. Ich hoffe, das Oberteil gefällt dir und ist so geworden, wie du es haben wolltest. Falls ja, freue ich mich wie immer, wenn du das Video likest oder sogar meinen Kanal abonnierst. Bis bald zu einem neuen Video.